Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen, gesunden Video von mir. Heute stellen wir leckere, gesunde Gemüsepuffer her und das gluten- und kohlenhydratbehaftete ungesunde Getreidemehl wird hier mit Kichererbsenmehl ersetzt. Zwar ist Kichererbsenmehl nicht unbedingt für die Low-Carb-Ernährung geeignet, weshalb dieses Gericht jetzt nicht zu den ketogenen Rezepten zählt, aber weil Kichererbsen sehr gesund sind und einen sehr niedrigen glykämischen Index besitzen, sind sie eine sehr viel gesündere Alternative zu herkömmlichem Getreidemehl. Ebenso geben sie geschmacklich einiges für dieses leckere Rezept her. Wie schnell und einfach man dieses köstliche, gesunde Rezept herstellen kann, das zeige ich euch jetzt inshallah. Ich benutze hier jetzt einen Bio-Kohl. Man könnte an Gemüse verwenden, was man gerade hat für diese Gemüsepuffer. Der Weißkohl liefert sehr viele Heilstoffe. Er kann den Blutzuckerspiegel, die Cholesterinwerte und das Gewicht regulieren. Seine Spezialität sind allerdings der Magen-Darm-Trakt. Sind hier Geschwüre vorhanden, dann heilt der Weißkohl sie nicht selten binnen weniger Wochen. Insbesondere dann natürlich, wenn er in roher, fermentierter Form vorliegt. Mein Video zu fermentiertem Sauerkraut, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Das Gemüse kommt jetzt hier in eine Küchenmaschine und wird klein geraspelt. Wie zu sehen war, hatte ich noch Zucchini, Karotten und Zwiebeln verwendet. Alles natürlich immer von Bioqualität. Am besten noch vom Biomarkt, wo das Gemüse und das Obst nicht bestrahlt wird. Für die Gemüsepuffer ist es sehr wichtig, dass das Gemüse eben ganz klein geraspelt wird, wie wir das gerade gesehen haben. Das machen wir jetzt noch mit der zweiten Ladung. Das kommt alles hier in die Schüssel und dann werden wir die Gewürze hinzugeben. Und zwar habe ich hier jetzt wie immer Himalaya-Salz verwendet, dann Kurkuma, Ingwer, frisch gestoßener schwarzer Pfeffer, Paprika und meine selbstgemachte Gemüsebrühe. Mein Video dazu, das kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Diese selbstgemachte Gemüsebrühe macht eben einen sehr großen Unterschied für den leckeren Geschmack. Aber natürlich auch für die Gesundheit, weil eben keine Geschmacksverstärker und andere Zusatzstoffe enthalten sind. Und dann gebe ich hier noch dieses Methi, dieses Boxhornklee, als indisches Gewürz hinzu. Das macht einfach einen sehr leckeren Geschmack für diese Gemüsepuffer. Dann kommt noch ein halber Teelöffel Backpulver hinzu und schließlich das gesunde Kichererbsenmehl. Wer diese Gemüsepuffer allerdings ketogen halten möchte, der könnte das Kichererbsenmehl ganz einfach mit Leinsamenmehl ersetzen. Damit hatte ich schon mal Zucchini-Puffer hergestellt. Das Video dazu werde ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Jetzt wird einfach alles gründlich durchgemischt und ich hatte das dann hier mit dem Kichererbsenmehl so ausprobiert, bis eben die Konsistenz perfekt war und der Gemüsebrei nicht mehr flüssig war. Die genauen Mengenangaben werde ich euch wie immer in der Infobox mitteilen. Sobald wir das also jetzt fertig vermischt haben, werden wir in der Pfanne wie immer das gesunde, bionative Kokosöl erhitzen. Das ist das einzige gesunde Fett, welches man zum Kochen, Braten und Backen verwenden kann, ohne dass es beim Erhitzen in irgendeiner Weise Schaden nimmt, wie das herkömmliche Pflanzenfette so an sich haben. Wer den Kokosgeschmack nicht in jedem Gericht so gerne mag, der kann auch ganz einfach geschmacksneutrales Kokosfett zum Backen, Braten und Kochen verwenden. Unten an der Pinnwand werde ich euch einige Exemplare davon gerne vorstellen. Jetzt werden wir die gesunden Gemüsepuffer einfach von beiden Seiten goldbraun anbraten. Normalerweise liegen herkömmliche Bratlinge, welcher Art auch immer, meist sehr schwer im Magen, weil sie eben mit diesen ungesunden Transfetten gebraten werden. Und diese kann der Körper meist nur noch sehr schwer entgiften. Meistens lagern sie sich in den Gelenken und den Arterien ab und führen dort zu vielen Krankheiten. Deshalb kann ich nur immer wieder betonen, auf diese ungesunden Fette zu verzichten und alle Speisen mit dem gesunden Kokosöl zuzubereiten, welches ein sehr leicht verdauliches Öl ist und sogar von Menschen mit Verdauungsproblemen gut vertragen wird. Dazu hat Kokosöl einen positiven Einfluss auf den Cholesterinspiegel und es verfügt über einen Wirkmechanismus, der Ablagerungen an den Blutgefäßwänden verhindert. So sehen jetzt die fertigen, leckeren Gemüsepuffer aus. Man könnte diese jetzt idealerweise mit meinem leckeren, selbstgemachten Kräuterquark aus der Knoblauchsrauke herstellen. Mein Video dazu werde ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich den allerdings nicht parat und hatte dann stattdessen eben Bio-Mayonnaise verwendet als Beilage. Später aber sehen wir dann den leckeren Knoblauchsrauken-Kräuterquark, der nicht nur überaus köstlich schmeckt, sondern der auch noch sehr viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringt, wie das immer der Fall ist, wenn man Wildkräuter mit in den Speiseplan integriert. Und um nochmal auf den gesunden Weißkohl zurückzukommen, so ist dieser stark antioxidativ und wirkt entzündungshemmend.
und kann überdies zur Krebsprävention sowie verstärkt bei fast allen chronisch entzündlichen Krankheiten verzehrt werden. Deshalb wäre es auch zu empfehlen, gerade den Weißkohl öfters mit in den Speiseplan zu integrieren. Das Kichererbsenmehl sorgt für eine gesunde Verdauung, es wirkt antioxidativ. Kichererbsen schützen auch Herz und Kreislauf, indem sie den Cholesterinspiegel unter anderem senken, und sie sind gut für Diabetiker geeignet, weil sie zu einer Minderung der Insulinresistenz beitragen. Hier sehen wir jetzt den Kräuterquark mit der Knoblauchsrauke, die einen leckeren knoblauchartigen Geschmack hat und sehr gut den Bärlauch und auch den Wunderlauch ersetzen kann, während sie dabei auch noch ähnliche gesundheitliche Eigenschaften besitzt. Mashallah. Ja, damit haben wir dieses leckere, gesunde Rezept auch schon beendet. Ich wünsche viel Spaß, gutes Gelingen beim Nachmachen. Und wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ebenso, wenn ihr dieses Video teilen könntet. Vergesst dabei auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.